Hey Action-Fans, willkommen bei Polizei Halt. Wir haben für euch die interessantesten und actionreichsten Verfolgungsjagden und Polizeiberichte zusammengestellt. Glaubt bloß nicht, dass die Bilder aus einem Film stammen. Sie sind alle echt. Los geht's! Am 4. Oktober 2025 fiel ein silberfarbener Jeep, der mit einer Geschwindigkeit von über 90 Meilen pro Stunde auf der Interstate 49 in nördlicher Richtung fuhr, der Polizei auf. Als festgestellt wurde, dass das Fahrzeug gestohlen war, nahmen die Arkansas State Police und die Fayetteville Police eine gemeinsame Verfolgung auf. Der Fahrer Dustin Paulman hatte einen Passagier im Fahrzeug als Geisel genommen. Die minutenlange gefährliche Verfolgungsjagd entwickelte sich in der Nähe der stark befahrenen Ausfahrt 65 zu einem atemberaubenden Geschwindigkeitswettrennen. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Der Jeep flog wie eine Rampe in eine Kreuzung, verlor die Kontrolle und überschlug sich mehrmals. Der aus dem Fahrzeug geschleuderte Beifahrer wurde auf die Straße geschleudert und die schnell eintreffenden Rettungskräfte brachten den Verletzten in Washington Regional Medical Center. Paulman versuchte unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch dank des Einsatzes der K9-Einheit schnell gefasst und unschädlich gemacht. Diese Momente wurden sowohl von Polizeikameras als auch von den Handys der umstehenden Autofahrer Sekunde für Sekunde festgehalten. What's hurting on you? Everything. Okay. Stay still. Expedite EMS, please. Bei der Untersuchung nach dem Vorfall stellte sich heraus, dass Paulman bereits in der Vergangenheit ähnliche Straftaten begangen hatte. Dieser Vorfall verdeutlichte einmal mehr den Unterschied zwischen den Taktiken der amerikanischen Polizei und denen der deutschen Polizei. Während in Deutschland in ähnlichen Fällen in der Regel Hubschrauber zur Verfolgung eingesetzt und Straßen gesperrt werden, werden in den USA aggressivere, sofortige Maßnahmen bevorzugt. Welche davon effektiver ist nach wie vor umstritten. Dustin Paulman wurde wegen Entführung, schwerer Körperverletzung durch Flucht mit einem Fahrzeug und unbefugter Nutzung von Eigentum festgenommen. Die Action geht weiter. Bleiben Sie dran! Am Nachmittag des 4. Oktober 2025 gegen 15:57 Uhr löste die Meldung über einen schwarzen Dodge Charger auf dem Martin Luther King Jr. Bypass in der ganzen Stadt Alarm aus. Es wurde gemeldet, dass das Fahrzeug ein gefälschtes Arkansas-Kennzeichen 764ZML hatte. Und die Polizei von Hot Springs gab an, dass das Fahrzeug mit einem kürzlich erfolgten Diebstahl bei Walmart in Verbindung stand. Der auf Streife befindliche Trooper Rideout entdeckte das Fahrzeug in der Nähe der Carpenter Dam Road und versuchte es mit Blaulicht anzuhalten. Der Fahrer schaltete jedoch die Warnblinkanlage ein, tat so, als würde er an den Straßenrand fahren und gab dann plötzlich Gas, um zu fliehen. Die Verfolgungsjagd hatte begonnen.
Die Verfolgungsjagd wurde an der Ausfahrt Malvern Avenue noch gefährlicher. Der Verdächtige überfuhr eine rote Ampel an der Kreuzung, kehrte auf den MLK Bypass zurück und beschleunigte, wobei er im Zickzack zwischen anderen Fahrzeugen hindurchfuhr. Der Dodge Charger überholte mehrere Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen der Autobahn und gefährdete den Verkehr. Als die Verfolgungsjagd den Highway 70 Ost erreichte, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, prallte gegen die Leitplanken und drehte sich um 360 Grad. Trooper Rideout verlor kurzzeitig die Kontrolle, konnte sein Fahrzeug jedoch wieder unter Kontrolle bringen. Doch als der Charger plötzlich zum Stehen kam, prallte die linke Frontseite des Streifenwagens gegen die Beifahrertür des Chargers. Durch diesen Aufprall wurde das flüchtende Fahrzeug vollständig manövrierunfähig. Der Fahrer Kevonta Hampton sprang unmittelbar nach dem Unfall aus dem Fahrzeug und floh zu Fuß in den Wald neben der Autobahn. Einer der beiden Insassen, Malachi Jackson, der auf dem Beifahrersitz saß, wurde am rechten Arm verletzt. Carly Berry, die auf dem Rücksitz saß, blieb unverletzt. Die Polizei des Bundesstaates Arkansas und die Polizei von Hot Springs richteten einen großflächigen Suchbereich in der Umgebung ein. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde Hampton im Waldgebiet gefasst und ergab sich ohne Widerstand. Jackson wurde nach seiner Behandlung im Krankenhaus in das Gefängnis von Garland County gebracht. Am Nachmittag des 2. Oktober 2025 zeigte ein Vorfall auf der Interstate 630, wie sich ein gewöhnlicher Geschwindigkeitsverstoß innerhalb weniger Minuten zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd entwickeln kann. TFC Burt bemerkte während seiner Streife in östlicher Richtung in der Nähe von John Barrow einen schwarzen Dodge Charger, der sich schnell von hinten näherte. Das Radargerät zeigte an, dass das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 105 Meilen pro Stunde die 60 Meilen Begrenzung überschritt. Als Burt langsamer wurde und nach rechts auswich, folgte der Charger seinen Spurwechseln, bis er unerwartet eine Kehrtwende auf der Autobahn machte und in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Dieses Manöver versetzte die Fahrer, die auf der östlichen Fahrbahn in Richtung Westen fuhren, in Panik. Viele Zivilisten mussten auf die rechte Fahrbahn ausweichen, um einer Kollision zu entgehen. Bound on Rodney Parham, going back toward Markham. Der Fahrer, der die rote Ampel überfahren hatte, passierte die Markham-Kreuzung und bog in Richtung Rodney Parham ab, bevor er mit einer abrupten Wendung auf die Serenity Drive abbog und seine Spur verlor. Doch wenige Minuten später entdeckte der Streifenpolizist Corporal Ben Ibarra das Fahrzeug erneut auf der Markham Street. Als Ibarra ihn aufforderte anzuhalten, versuchte der Fahrer erneut zu fliehen. Das Fahrzeug versuchte in der Nähe der University Avenue eine Kehrtwende, wurde jedoch durch eine taktische Manöver von Ibarra gestoppt. Der Fahrer, Willie Smith IV, wurde aus dem Fahrzeug gezogen, weigerte sich jedoch, sich zu ergeben. Smith wehrte sich weiterhin, als man versuchte, ihn zu Boden zu drücken, zog seine Hände zurück und schrie. Selbst nachdem er mit Handschellen gefesselt worden war, wollte er nicht in den Streifenwagen einsteigen. Er trat wiederholt mit den Füßen gegen die Stoßstange, die Tür und den Rücksitz. Auch nachdem er in das Fahrzeug gesetzt worden war, hörte er nicht auf.
Diesmal zog er seinen Stiefel aus und streckte sich durch das kleine Fenster, um das Kamerasystem und die Kabel des Streifenwagens zu beschädigen. Bei der späteren Untersuchung der Aufzeichnungen wurde festgestellt, dass die Fahrzeugverkleidung, die Kamerahalterung und die Kabel schwer beschädigt waren. Bei der Befragung drückte Smith 4 sein Bedauern aus und sagte: „Ich hatte Angst, wusste nicht, was ich tun sollte und bin deshalb geflohen." Willie Smith IV. Wurde wegen zahlreicher Vergehen, darunter Flucht mit einem Fahrzeug ohne Verletzungen, Widerstand gegen die Festnahme, Sachbeschädigung, überhöhte Geschwindigkeit, Überfahren einer roten Ampel und Fahren in falscher Richtung auf einer Einbahnstraße in das Gefängnis von Pulaski County gebracht. Am Morgen des 15. März 2022 gegen 11:04 Uhr bemerkte ein Beamter, der auf dem Northside Drive auf Streife war, einen roten Dodge Charger 392, dessen Scheiben mit einer extrem dunklen Folie beklebt waren. Sogar die Frontscheibe des Fahrzeugs war getönt. Als das Fahrzeug auf die North Avenue abbog, wurden die Blaulichter eingeschaltet. Es hielt an der roten Ampel, fuhr bei Grün weiter und schien, als würde es an einer geeigneten Stelle anhalten. Doch sobald es auf die Lucky Street abbog, beschleunigte es plötzlich und versuchte der Polizei zu entkommen. Der Beamte informierte sofort die Zentrale und nahm die Verfolgung auf. Der erste Pit-Manöver schlug fehl. Das Fahrzeug fuhr gefährlich die Lucky Street entlang, bog auf den Ivan Allen Boulevard ab und ignorierte auch die rote Ampel an der Kreuzung Northside Drive. In Deutschland halten Polizisten in solchen Situationen in der Regel Abstand und zwingen den Fahrer mit strategischen Barrieren zur Aufgabe, um Konflikte zu vermeiden, während die direkte Vorgehensweise in den USA zu adrenalingeladenen Szenen führt. Welche Methode ist Ihrer Meinung nach effektiver? Vorsichtige Verfolgung oder direkte Festnahme? Schreiben Sie einen Kommentar und teilen Sie uns mit, wo Sie diese atemberaubenden Verfolgungsjagden gesehen haben. Der Fahrer, der durch das Überfahren roter Ampeln, das Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 20 Meilen und das Nichtbeachten von Stoppschildern gefährlich fuhr, versuchte vom Joseph E. Boone Boulevard auf die Oliver Street abzubiegen. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der Fahrer Antoine Pierce stieg aus dem Fahrzeug aus und begann, sich zu Fuß zu entfernen. Der Beamte zog seine Waffe und gab eine mündliche Warnung, stellte dann jedoch fest, dass er unbewaffnet war und griff zu seinem Taser. Als Pierce sich weigerte, sich auf den Boden zu legen, wurde der Taser eingesetzt. Doch der erste Schuss blieb wirkungslos. Der zweite Versuch war erfolgreich und Pierce fiel zu Boden und wurde außer Gefecht gesetzt. Where are you going? Stop! Right now! Stop! Stop! Am 24. Januar 2023 gegen 16:21 Uhr befand sich ein Polizist der Staatspolizei auf der Celia Drive, um einen anderen Streifenpolizisten bei einer Verfolgungsjagd zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt missachtete ein weißer Chevrolet-Pickup ein Stoppschild und verfehlte nur knapp die Beifahrerseite des Polizeiautos. Der Polizeibeamte kehrte sofort um, gab dem Fahrer ein Zeichen anzuhalten und begann mit eingeschalteten Blaulichtern den Verkehr anzuhalten. Der Fahrer wendete jedoch plötzlich sein Fahrzeug, stieg aus dem Pickup aus, setzte sich auf den Beifahrersitz eines weißen Nissan Altima und startete mit dem Fahrzeug im Rückwärtsgang eine rasante Verfolgungsjagd. Making a left.
Der Nissan Altima hatte ein Florida-Kennzeichen GIJI Joy 74 und fuhr in kurzer Zeit mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohngebiet. Das Fahrzeug führte gefährliche Manöver auf den Straßen Celia Drive, Rosewood Drive, Empire Street, Hunt Road, Baker Street und Harbin Road durch, fuhr bei Rot über Ampeln und schlängelte sich zwischen anderen Fahrzeugen hindurch. Dann bog es auf die Floyd Road ab und geriet in dichten Verkehr. Der Polizeibeamte versuchte, das Fahrzeug mit einem Pit-Manöver zu stoppen, als es in einen privaten Parkplatz einbog. Doch das Fahrzeug schleuderte, fuhr auf den Bürgersteig und setzte seine Flucht fort. Mit einem zweiten Manöver gelang es dem Polizeifahrzeug, die Beifahrerseite des Nissan einzuklemmen. Doch der Fahrer und der Beifahrer sprangen aus dem noch fahrenden Fahrzeug und flohen zu Fuß. Beide Verdächtigen flohen in ein nahegelegenes Wohnhaus. Beamte und Unterstützungsteams sicherten die Vorder- und Hinterausgänge des Gebäudes, durchsuchten 3 Wohnungen mit Genehmigung, konnten jedoch keine Verdächtigen finden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs am Tatort wurden in einer kleinen Tüte zerbrochenes Kokain, in mehreren bunten Päckchen Marihuana, 2 große Tüten mit derselben Substanz, 3 Mobiltelefone, blaue runde Ecstasy-Pillen und eine Glock 23 Pistole vom Kaliber 40 sichergestellt. Während das Fahrzeug abgeschleppt wurde, wurden alle Beweise und Informationen zum möglichen Aufenthaltsort der Verdächtigen an die Drogenfahndung der Polizei von Columbus weitergeleitet. Am 16. August 2025 gegen 2:30 Uhr kam es an der Kreuzung Wolf Street und Franklin Street zu einer rasanten Verfolgungsjagd, die sich über mehrere Straßen erstreckte. Ein Streifenpolizist bemerkte einen weißen Nissan Altima, dessen Sicht durch Gegenstände, die aus dem Rückspiegel hingen, beeinträchtigt war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass es nicht versichert war. Der Beamte nahm die Verfolgung auf, als das Fahrzeug eine Tankstelle an der Broadway Street verließ und hielt es an der Kreuzung Wolf Street, Franklin Street an. Der Fahrer, Colby Jamal Taylor, ignorierte jedoch die Warnungen des Beamten und schloss während der Befragung das Fenster. Als Verstärkung eintraf, gab Taylor plötzlich Gas und floh vom Tatort.
Die Verfolgungsjagd begann auf der Franklin Street und setzte sich über die Gorman, Broadway, Oak Division, Gum, Buford, Cherry, Murray und Robinson Street fort. Der Verdächtige wechselte häufig die Fahrtrichtung, fuhr bei Rot über Ampeln und beschleunigte auf über 60 Meilen pro Stunde. Der erste TVI-Versuch von Corporal West war teilweise erfolgreich, aber Taylor übernahm wieder die Kontrolle und setzte seine Flucht fort. Der dritte TVI-Versuch auf der Robinson Street war erfolgreich und der Altima kam ins Schleudern und kam zum Stehen. Während das Fahrzeug noch in Bewegung war, sprang Taylor heraus und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß von den Polizisten gefasst. Taylor leistete weiterhin Widerstand, wurde zu Boden gedrückt und ein zweites Mal mit Handschellen gefesselt, wobei er die Beamten anspuckte. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass Taylor vorbestraft war und dass der Besitz der im Fahrzeug befindlichen Pistole gegen die Waffengesetze verstieß. Außerdem wurden in seinem Fahrzeug Utensilien für den Konsum von Marihuana und anderen Drogen gefunden. Das Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen mit einem Abschleppwagen auf einen Parkplatz gebracht. Taylor wurde in die Haftanstalt von St. Francis County gebracht und dort überstellt. Wir sehen uns nächste Woche in neuen Verfolgungsjagd-Videos.